Hallo, ich begrüße euch. Dieses ist das erste Video zum sprachintegrierten Lernen mit den Office-Produkten. Und da habe ich mir die Kostenanalyse genommen, um da Excel zu erklären, und zwar, wie das funktioniert, sowohl in Deutsch als auch in Englisch oder Französisch oder in irgendeiner anderen der 50 oder mehr möglichen Sprachen. Mich seht ihr hier vorne. Da wird dann auch nochmal ein Text angezeigt, im Prinzip das, was ich eben schon erklärt habe. Unter dem Bild seht ihr dann noch die Möglichkeit, das Video bei YouTube abzurufen. Das kann aber erst richtig da stehen, wenn ich es aufgenommen habe. Deshalb muss dieser Link hier noch ersetzt werden. Den findet ihr dann auch in der Datei, die bereitgestellt wird, unter dem Video bzw. auf meiner Webseite. Darunter der nächste Link. Ein Video ist ja wie Fernsehen, aber wenn dann Verständnisfragen zwischendurch gestellt werden mit H5P, dann kann man das auch einsetzen, um zu prüfen, ob das, was eben erklärt wurde, auch verstanden wurde. Deshalb das H5P. Wer mit mir Kontakt aufnehmen will, der findet das dann unten in der Zeile 30. Da kann man mit mir via LinkedIn Kontakt aufnehmen. In ähnlicher Weise ist das, was ich eben für mich erklärt habe, auch für die Kolleginnen oder Kollegen gegeben. Das steht dann in den Spalten daneben, hier für die Mara in Englisch und entsprechend auch für die Sandra in Französisch. Die Namen sind jetzt fiktiv, genauso wie die Bilder. Ihr seht, die sind verpixelt, weil ich habe hier noch keine echten Kolleginnen gefunden, die da mitmachen wollen. Jeder, der das möchte, kann sich bei mir melden. So, jetzt geht es aber darum zu zeigen, was ist hier Gegenstand bei diesem Video und bei den folgenden, die sich um Excel, Word und PowerPoint, vielleicht auch Outlook und Access drehen. Ein Zusammenhang am gleichen Datenbestand in unterschiedlichen Sprachen erklären. Diese unterschiedlichen Sprachen, die sehen wir schon hier unten. Hier haben wir die Register DE für Deutsch, da habe ich gerade drauf geklickt. Da sehen wir, hier stehen die Buchungstexte für die Kostenanalyse in Deutsch mit verschiedenen Spalten. Das haben wir ja hier oben in der ersten Zeile. Ich mache das jetzt nochmal fett. Das ist die Überschrift. Wichtig ist Lieferant und Buchungstext und vielleicht die Bruttospalte. Und hier rechts haben wir dann wichtige Funktionen, die da erklärt werden sollen. Und das ist also hier dann in der Spalte L zu sehen. Den gleichen Zusammenhang sehen wir hier in Französisch oder Englisch. Fangen wir mal mit Englisch an. Die Texte sind einfach ins Englische übersetzt, damit diejenigen, die den englischen Teil, das englische Video sehen, da natürlich auch verstehen, worum es geht. Entsprechend auch hier hinten die Kontierungen, wo Account steht. Und dann haben wir hier hinten noch entsprechend die gleichen Ergebnisse, weil es sind auch die gleichen Zahlen. Es geht ja darum, den gleichen Zusammenhang mit den gleichen Zahlen in unterschiedlichen Sprachen zu erklären. Das ist also hier der Text mit englischen Begriffen. Dann habe ich das gleiche hier auch auf Französisch. Ich klicke hier auf FR. Da steht hier oben statt super bleifrei, steht hier super sans plomb, also bleifrei auf Französisch. Und statt Fahrzeug oder Kfz steht hier voiture. Das sind also hier die entsprechenden französischen Texte. Auch die Erklärungen hier hinten für die verschiedenen Funktionen sind in Französisch, aber noch sind diese Funktionen hier in Deutsch erklärt, weil ich habe ja im Augenblick eine deutsche Excel-Version. Deshalb steht hier Summe Spalte F oder hier steht Mittelwert Spalte F. Jetzt gehe ich mal zurück auf das Register, wo deutsche Texte stehen. Und jetzt fällt mir ein, ja okay, du hast jetzt hier ein deutsches Excel vorliegen, sieht man ja auch hier oben, Datei, Start, Einfügen, Zeichnen, alles Deutsch, entsprechend auch die Quick-Infos hier. Jetzt möchte ich das Ganze hier auf Englisch mal zeigen. Dazu gehe ich hier im Menü Datei auf Optionen. Und da habe ich die Möglichkeit, die Spracheinstellungen zu ändern. Ich gehe hier auf Sprache und da sieht man, hier sind bei mir schon Sprachen eingetragen, weil ich habe das vorher mal geprobt und deshalb sind die schon da.
Es könnte aber sein, ich habe nur meine Sprache, meine Muttersprache Deutsch hier stehen und ich möchte hier noch eine andere Sprache hinzufügen. Dann kann ich das hier unten über Sprache hinzufügen machen. Und da sieht man, da steht Afrikaans, Albanisch, Amharisch, das ist also irgendwo bei Äthiopien, und Arabisch in verschiedenen Varianten, weil in jedem Land hat man ja eventuell eine andere Währungseinheit und deshalb gibt es hier verschiedene Arabisch-Varianten. Genauso ist es hier bei Chinesisch, hat man ja auch verschiedene Länder, Taiwan, ne, wo dann andere Währungen gelten als in der Volksrepublik China. Und so geht das dann weiter. Selbst in Luxemburg, ne, da wird Deutsch gesprochen und deshalb haben wir da eine luxemburgische Variante und beim Englischen ist das genauso. Also man kann sich hier unten aus dieser Vielfalt die Sprachen raussuchen, mit denen man Excel dann betreiben möchte und da muss auch niemand extra was zu kaufen. Das kann man dann einfach mit hinzufügen, auslösen. Man muss allerdings im Internet angemeldet sein, damit das dann auch heruntergeladen wird. Das habe ich hier schon alles getan für Deutsch, Französisch und Englisch und Chinesisch. Wobei, Chinesisch will ich ja nicht erklären, das war vor ein paar Jahren der Fall, wo ich hier einen chinesischen Studenten als Mitbewohner hatte. Mit dem haben wir dann auch mal was Chinesisches hier gemacht. So, die Sprache ist hier schon Deutsch, ist also hier im Augenblick bevorzugt. Ich möchte jetzt umstellen auf Englisch für die Mara. Englisch steht hier an dritter Stelle, soll aber in Zukunft die Menüoberfläche sein. Deshalb klicke ich hier auf nach oben und zwar zweimal, damit das oben steht. Dann klicke ich hier unten auf OK. Jetzt kriege ich noch den Hinweis, dass ich Office neu starten muss, weil erst beim Neustart werden die entsprechenden Menübänder angezeigt. Ich klicke auf OK, habe das zur Kenntnis genommen, schließe auch Excel. Ich habe eben die Fettung da eingestellt, lasse ich mal, klicke auf Speichern und jetzt habe ich Excel geschlossen, starte sofort erneut, kann ich hier unten in der Taskleiste machen und jetzt sehen wir auch schon, dass hier Excel mich nicht mehr mit Deutsch begrüßt. Good morning steht hier und dann steht hier auch Home und New und Open und hier unten Options statt Optionen. Ich öffne hier das, was ich eben schon mal hatte, die Kosten, das ist die zuletzt verwendete Datei, da steht jetzt auch Recent, klicke ich drauf und schon sehen wir, ist hier die Arbeitsmappe mit den Kosten, die ist also jetzt hier in einer englischen Office-Umgebung geöffnet und das sehen wir hier auch. Ne? Da steht statt Datei steht File, statt Einfügen steht Insert und so weiter. Das habe ich hier in den Registern, aber wenn ich hier beispielsweise auf was draufklicke, auf Copy zum Beispiel, dann sehen wir, dass hier die Quick-Info, die kurze Erklärung, auch schon auf Englisch ist. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. Also das ist jetzt sehr schlimm, was ich hier Englisch versucht habe auszusprechen. Aber wir sehen, ist also jetzt alles in Englisch. Was noch nicht in Englisch ist, das ist die Notation. Wir haben hier einen Betrag, der ist über 1000, hier unten steht er. Und das ist immer noch in deutscher Notation, also Tausender Punkt und Dezimal Komma. Das kann man auch umstellen, wenn man das möchte. Falls ich also hier für amerikanisch oder englischen Sprachräume was produziere, dann muss ich das umstellen, sonst sind die verwirrt. Und das kann man hier machen, entweder im Betriebssystem oder auch über die Optionen. Ich gehe also hier jetzt auf File, wo früher Datei stand, und da steht Options hier unten. Und da gehe ich auf Advanced, also die erweiterten Optionen. Und da sehen wir, hier steht im Augenblick Use System Separators. Das heißt, er übernimmt die Dezimalstellen oder Dezimalkomma oder Dezimaltrennzeichen aus Windows und auch die Tausenderpunkte. Wenn ich das nicht will, mache ich den Haken hier weg und tue bei Decimal Separator, da mache ich einen Punkt hin, weil die haben Tausender Komma und Dezimalpunkt und hier unten, wo Thousand Separator steht, da mache ich ein Komma hin. Also Punkt weg, Komma hin, klicke auf OK und schon sehen wir, steht hier 1001,190.00, also das ist die Notation, wie sie im englisch-amerikanischen Sprachraum anzutreffen ist. So, das ist also hier
jetzt immer noch das deutsche Blatt, aber wenn ich jetzt diesen Sachverhalt in Englisch erklären will, dann wähle ich hier unten das Blatt EN aus. Gleicher Datenbestand, nur die Buchungstexte und die Lieferanten, die heißen jetzt auch Supplier und der Buchungstext heißt immer noch Text, aber statt Konto steht da Account. Das ist also jetzt ins Englische übersetzt. Entsprechend hier diese Begriffe, die wir hier einsetzen, um da ein paar Funktionen zu erklären. Das steht hier auf Englisch. Und wenn ich dann hier draufklicke, Total ist also die Summe, dann steht hier auch nicht mehr Summe, Spalte F, sondern Sum F. Oder statt Mittelwert, was im Englischen Mean Value dann ist, da steht hier Average F. Durchschnitt, Spalte F, Average F. Und das ist natürlich dann auch so, wenn ich hier auf das französische Blatt gehe, was ich dann als nächstes erkläre, da steht hier auch an dieser Stelle Moyenne, ist auf Französisch wohl das Mittel, da steht hier auch Average F, weil ich ja im Augenblick eine englische Oberfläche habe. So, wir wissen jetzt, wenn wir das umstellen bei der Sprache, dann werden die Register und die Menübänder und die Erklärung entsprechend auch sofort umgestellt. Natürlich auch die Hilfe, wo hier Help steht, findet man jetzt entsprechendes auf Englisch. Jetzt will ich das Ganze natürlich auch noch zeigen, wie das auf Französisch geht. Dann seht ihr das, wie einfach das eigentlich ist, die Office-Produkte für sprachintegriertes Lernen einzusetzen. Ich klicke hier mal, fange hier oben an, gehe einfach mal auf Dokument. Ich kann also stehen, wo ich will, aber wenn ich dann gleich speichere, dann finde ich beim nächsten Öffnen den Cursor auch wieder an der Stelle. Ich gehe hier auf File, wähle hier Options und da steht hier Language und da soll jetzt Französisch oben stehen, Français oder French. Und da wähle ich Move Up und nochmal Move Up und dann steht das oben. Und dann klicke ich hier auf OK. Und dann steht hier wieder Please Restart Office, also Neustart. Und dann klicke ich auf OK, schließe das hier, werde wieder gefragt, ob ich speichern will. Mache ich in diesem Fall. So, jetzt ist geschlossen, jetzt starte ich Excel erneut in der Erwartung, jetzt eine französische Oberfläche vorzufinden. Sieht auch gut aus. Accueil steht da oben, kann ich jetzt sehr schlecht aussprechen, war in der Schule nie meine Stärke, aber Nouveau und Ouvrir für neu und öffnen kriege ich noch so einigermaßen hin. Accueil heißt, so erinnere ich mich, willkommen. So, und da will ich aber hier die Kosten haben, wie eben. Und da ich hier auf der französischen Seite beendet habe beim Speichern, bin ich auch gleich auf der FR-Seite, aber bei Start sehen wir, ist das Gleiche, ne? Da ist mein Bild und das von den fiktiven Kolleginnen Mara und Sandra. Gehe aber jetzt zurück zur Seite, wo Französisch ist. Und da sehen wir, ist, wenn ich hier auf die Formeln gehe, nicht mehr Deutsch oder Englisch, sondern hier steht statt Summe oder Sum steht hier Somme. Und wenn ich hier auf Mittelwert oder Mittel gehe, steht da Moyenne. Average stand da im Englischen, Mittelwert im Deutschen und entsprechendes habe ich auch hier. Das kann ich mir auch alles auf einmal anschauen, weil wenn ich hier auf das Register Formeln gehe, Formule auf Französisch, da gibt es hier die Möglichkeit Afficher le Formule, ist jetzt sehr schwer auszusprechen für mich. Und da sehe ich hier die ganzen Formeln, hier bei den Grundrechenarten ist ja nicht viel anders. Aber wenn ich dann hier in die Spalte L gehe, da sehen wir, tauchen also alle Formelbegriffe auf Französisch, Somme, Moyenne, NB, weiß ich nicht, wofür das abgekürzt ist, Anzahl Zahlen. Ne? Und dann haben wir hier unten noch die Rundenfunktion, Arrondi, also ist auch schwierig für mich auszusprechen. Auf jeden Fall, wir sehen, es funktioniert. Und das wäre natürlich dann Aufgabe von der Sandra, das zu erklären. Ich habe hier nur die Aufgabe gehabt zu zeigen, wie ihr eure Office-Oberfläche ändern könnt vom Deutschen auf Französisch oder auf Englisch oder auf irgendeine andere der 50 Sprachen. So, ich schalte jetzt die Formeln wieder ab, damit das wieder normal aussieht und gehe auf die erste Zelle dieses französischen Blattes, wo FR da unten steht. Wir sehen, hier sind die Dezimalstellen noch auf
Englisch eingestellt, Dezimalpunkt und Tausender Komma. Ich erinnere mich, dass die Franzosen aber so schreiben wie wir, jedenfalls in Frankreich. So habe ich es in Erinnerung. Dann stelle ich das mal wieder um, aber lasse die Oberfläche auf Französisch. Ich gehe auf Fichier, wähle da unten Options, hätte ich jetzt Englisch gesagt, Option oder so ähnlich, heißt es auf Französisch. Und da wähle ich hier bei Option Avancée, also das ist wohl erweitert, könnte es sein. Und da wähle ich hier aus, da ist es, Utiliser le Separateur System, also Systemeinstellungen verwenden, also von Windows. Ist jetzt schon an der Grenze meiner Französischkenntnisse. Ich klicke auf OK und jetzt sehen wir, jetzt ist umgestellt worden. Hier haben wir wieder Dezimal, Komma und Tausenderpunkt. Sehen wir hier, wo es hier um den portablen PC geht, der über 1000 € kostet. So, das ist also jetzt wieder die Darstellung der Zahlen, ist also jetzt wieder Deutsch oder Französisch, so wie wir es gewohnt sind, aber die Menüs bzw. die Register, die sind Französisch und auch die Erklärungen, die wir da sehen. So, das wäre es im Wesentlichen. Ich will aber natürlich am Ende zeigen, wie man das auch wieder auf Deutsch hinbekommt, weil ihr wollt das ja eventuell mal nachvollziehen. Und da muss man natürlich am Ende, falls andere Familienangehörige damit noch arbeiten, natürlich auch wieder die deutsche Einstellung wählen. Ich gehe hier auf Options und wähle hier aus Langue, Sprache auf Französisch, Allemand, Deutsch steht ja glücklicherweise noch dahinter. Und nach oben heißt Monter und nochmal und schon steht das oben. Dann klicke ich nochmal auf OK und dann steht, dass ich das nochmal neu starten muss, allerdings auf Französisch. Das tue ich euch jetzt nicht anders vorzulesen. Und jetzt schließe ich das auch und die Änderung kann ich auch speichern. Ich habe ja so ein bisschen die Spaltenbreiten verändert. Und wenn ich jetzt erneut starte, dann sollte das auch wieder so sein, wie es war, als ich angefangen habe, nämlich mit einer deutschen Oberfläche. Und das wollen wir uns einfach nochmal angucken. Da sehen wir, die Texte sind natürlich hier immer noch auf Französisch, aber wenn ich hier hinten bei den Funktionen hingehe, da steht Summe und Mittelwert. Das ist also jetzt so, wie wir die Funktionen im Deutschen gewöhnt sind. Eben waren sie mal auf Französisch und mal auf Englisch. Aber ich sagte ja, meine Sache ist, wenn ich demnächst diese Serie fortsetze, dass ich den deutschen Teil übernehme und Kolleginnen, die Muttersprachler sind im Englischen oder im Französischen, die übernehmen diesen Teil und positionieren dann natürlich auch ihre Bilder an diese Stelle. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Ideen geliefert habe, wie ihr Excel oder andere Office-Produkte zum sprachintegrierten Lernen einsetzen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.